Erstmal herzlich willkommen zum modernen Koi-Blog und heute wieder die Frage eines Zuschauers. Es geht mal wieder um einen pH-Wert, vielleicht schon oft beantwortet worden, aber da der so wichtig ist, der pH-Wert und die Zusammenhänge, die zu hohen pH-Werten oder auch zu niedrigen führen, immer mal wieder gerne beantwortet. Hallo Herr Kammerer, vielen Dank für Ihre Blogs. Hat uns bei dem Teichbau vor 3 Jahren einiges an Geld gespart. Das freut mich natürlich. Meine Frage wäre zu meinem Teich, den wir in einem Glashaus gebaut haben, 41 Kubikmeter mit Filter, in Klammer 4 Kubikmeter Filterwasservolumen, gefiltert über Bürsten und Helix in Schwerkraft mit 110 Watt UVC und einer Wiremesh HFP 75, die auf 1800 RPM den Teich doch ordentlich einmal die Stunde umwälzt. 2 Bodenabläufe, ein Mittelablauf und ein Skimmer, 12 Koi von 50 bis 66 cm, Temperatur ab Mai 20 Grad, Oktober Minimum 20 Grad, geheizt mit einer Wärmepumpe, Wasserwechsel zwischen 10 bis 20% die Woche. Ich habe Probleme mit dem pH-Wert. Nachts ist dieser bei 7,8 und tiefer, tagsüber bei 8,5 bis 8,6, gemessen wird elektronisch. Liegt es am zu geringen Besatz? Gefüttert wird derzeit 250 bis 300 Gramm wegen dem Ammoniak am Tage. 5 Koi sind noch in Quarantäne, hätten aber das Wasser nun endlich mal top für die neuen. Das Verhalten der Fische ist bei Futtergaben relativ normal, aber wenn man mal nicht da ist und die Kamera schaut, sind sie sehr ruhig und machen oft nichts außer in der Ecke stehen. Was wäre schön, wenn Sie dazu was sagen können. Mit freundlichen Grüßen, Christoph und Jenny. So, liebe Jenny, lieber Christoph, es gibt mehrere Gründe, warum der pH-Wert sehr hoch sein kann. Also grundsätzlich neigen Teiche, die ein Ausgangswasser haben mit einem sehr hohen Carbonathärtewert, neigen eher zu hohen pH-Werten als niedrige. Und wenn ich mal einen pH-Wert, also jetzt mal in einem nicht organischen Wasser, also wo keine biologischen, nicht organisch, in einem nicht biologischen Wasser, also wo keine biologischen Prozesse ablaufen, wo keine Algen, keine Fische drin sind, dann kann man eigentlich sagen, ab Carbonathärte 5 ist der pH-Wert irgendwo bei 8,2, 8,3. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was passiert, wenn Fische und Algen gleichzeitig in einem Wasser vorkommen. Die Fische produzieren CO2 im Tagesverlauf. Abhängig vom Alter der Koi, abhängig von der Futtermenge, die ich fütter. Von der Futtermenge ist das nicht abhängig, sondern die Koi geben ungefähr 90% dessen an CO2 ab, was sie an Sauerstoff aufgenommen haben. So, das ist mal ganz grob. Also die Mengen, die an CO2 am Tag einfallen, die über die Kiemen abgegeben werden, die sind alles andere als gering. Und habe ich viel CO2 im Wasser, geht mein pH-Wert nach unten. Und das ist genau das, was ihr nachts beobachtet, dann, wenn keine Photosynthese mehr stattfindet und wenn die Koi trotzdem noch aufgrund der abendlichen Fütterung anständig CO2 abgeben, dann beginnt sich das freie CO2 im System Koi-Teich anzusammeln, anzureichern und der pH-Wert geht nach unten. Jetzt geht die Sonne aber auf irgendwann mal und wir hoffen, das ist jeden Tag der Fall. Dann beginnt die Alge mit der Photosynthese und das heißt, das freie CO2 wird salopp gesagt in Sauerstoff umgesetzt. So, das freie CO2 fehlt und der pH-Wert geht dann nach oben. Und je nachdem, wie viel Algen ihr habt und wie effizient die das CO2 aus dem Wasser ziehen, desto höher wird euren pH-Wert. Bei euch ist es 8,5 bis 8,6. Ich kenne jetzt eure Carbonathärte nicht, habt ihr nicht angegeben, die wäre wichtig gewesen. Dann kann man eigentlich sagen, ihr habt einen CO2-Mangel. Und jetzt kann man ganz einfach sagen, je weniger Algen ihr drin habt und je mehr Koi und je mehr ihr füttert, desto geringer ist euer pH-Wert. Denn die Koi produzieren CO2, das sind die Produzenten und die Konsumenten, oder der Hauptkonsument ist die Alge, die zieht das CO2 raus. Und wenn ich wenig Algen habe, also ein gutes Algenmanagement, wird weniger CO2 in Sauerstoff umgesetzt, mein pH-Wert bleibt weiter unten, als wenn ich viel Algen im Teich habe und es wird quasi fast alles CO2 dem Wasser entzogen. So, die Fischmenge hängt also ganz klar, so wie ihr schreibt, habt ihr, glaubt, wenig Fische im Teich. So, oder war das in einem anderen Block? Ist aber egal. Also mit der Fischmenge und mit der Futtermenge wird automatisch der pH-Wert sinken aufgrund des Ablaufs, den ich gerade erklärt habe. Jetzt kommt aber noch was anderes hinzu. Unsere Filterbakterien brauchen auch Kohlenstoff. Und wenn kein Kohlenstoff aus dem Wasser da ist, dann holen die den aus der Carbonathärte. Und das ist dann ganz einfach. Wenn ich jetzt gar keinen Wasserwechsel mehr machen würde, selbst wenn ich keine Algen im Teich habe und ich lasse ein System einfach vor sich hinlaufen, fütter viel,
so wie es in vielen Innenhälterungen ist, dann fällt die Carbonathärte immer tiefer, irgendwann ist sie bei 0. Man kann das messtechnisch ganz einfach nachweisen, je weiter die Carbonathärte nach unten fällt, desto weiter geht auch der pH-Wert nach unten, weil es gibt ein festes mathematisches Verhältnis zwischen pH-Wert, Carbonathärte und freies CO2. Und wird das CO2 überhaupt gar nicht mehr oder wird das CO2 nicht mehr aus dem Wasser durch Algen entfernt und findet gleichzeitig ein Abfallen der Carbonathärte über die Nitrifikation statt, dann hat es auch einen dramatischen und häufig auch schnell verlaufenden Abfallen des pH-Werts zur Folge. So, was empfehle ich euch jetzt? Jetzt müsst ihr, okay, jetzt ist jetzt noch ein dritter Faktor. Wenn wir jetzt nochmal über das CO2 sprechen, das tagsüber von dem Hauptkonsument Alge aus dem Wasser gezogen wird und dadurch zu einem höheren pH-Wert führt. Wir haben noch einen zweiten Effekt, wie das CO2 aus dem Wasser verschwindet, und das ist über eine zu starke Belüftung. Also wenn ihr jetzt eine sehr hektische, sehr flach im Wasser eingebrachte Belüftung habt, die so richtig sprudelt, dann sorgt ihr wirklich dafür, dass das CO2 aus dem Wasser entgast wird. Weil das CO2 ist dann, wenn der pH-Wert sehr nieder ist, eigentlich, und die Carbonathärte noch einigermaßen hoch, ist es in der Regel übersättigt. Und ein übersättigtes Gas kann dem Wasser relativ leicht enttrieben werden durch eine zum Beispiel zu starke Belüftung. Also wenn ihr eine sehr starke Belüftung noch zusätzlich habt und das CO2 ständig ausgetrieben wird, wird es weiterhin zum hohen pH-Wert beitragen. Also, was empfehle ich euch? Mehr Fisch, mehr Futter. Ihr habt gerade, eins habt ihr geschrieben, ihr füttert 250 bis 300 Gramm auf 40.000 Liter. Das ist natürlich nichts. Da wird extrem wenig CO2 produziert und das wird wahrscheinlich in der Regel von den Algen entzogen und das, was von den Algen nicht entzogen wird, wird ausgegast. Also ihr braucht mehr Fisch, ihr braucht mehr Futter und ihr braucht vor allem ein gutes Algenmanagement. Also ihr solltet mal euren Teich zum Beispiel aufsalzen, dass die Algen wirklich auf einen dünnen Rasen zurückgedrängt werden. Das heißt nicht, dass dann keine Photosynthese mehr stattfindet, dass kein CO2 mehr in Sauerstoff umgesetzt wird, aber der Prozess wird halt deutlich abgeschwächt. Aber ich kann euch versprechen, ein 40.000 Liter Teich wird, was der pH-Wert angeht, ich kenne jetzt wie gesagt eure Carbonathärte nicht, aber wenn wir es mal unterstellen, ihr habt eine Carbonathärte irgendwo zwischen 5 und 10, dann wird euer Teich erst dann wirklich gut funktionieren oder kann vom pH-Wert nur dann wirklich gut gesteuert werden, wenn ihr mal beim Futtereintrag seid von 800 Gramm bis 1 Kilogramm und natürlich auch die entsprechende Fischmenge gegenüber hat. Also es hilft nichts, irgendwie eine geringe Menge an Fisch zu überfüttern in der Hoffnung, es entsteht möglichst viel CO2, sondern so, wenn man jetzt mal 1 bis 1,5% Futtermenge am Tag in Relation zum Fischgewicht, wenn wir das unterstellen und wenn die dann 1 Kilo brauchen, wenn man so viel Fisch drin hat, dann werdet ihr merken, dann geht euer pH-Wert langsam nach unten. So, lieber Christoph, vielen Dank für deine Frage und weiterhin viel Spaß mit dem Hobby, machen Sie es gut und bis zum nächsten Vlog. Ciao.